Hallo zusammen, willkommen bei meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch diesen wunderschönen Weihnachtsstern malen. Und zwar habt ihr hier schon das fertige Bild. In eher einer schwungvollen Art möchte ich den mit euch malen. Die Farben, die ihr dazu braucht, sind Cadmiumrot, ein bisschen Opernrosa, etwas Gelb, dann das Pens grau-bläulich und das Perlengrün, also schön dunkle Farben. Ich nehme auch etwas Maigrün und noch am Schluss das Neapelgelb für diese Akzente hier. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmalen und über ein Like würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ja, wie ihr dem Video schon entnehmen könnt, habe ich sehr schwungvoll mit einem dicken, großen Pinsel begonnen, und zwar in den Tönen Cadmiumrot und Cadmiumrot dunkel, gemischt mit ein bisschen Opernrosa und einer granulierenden dunklen Farbe in Rot. Da habe ich die Blüten einmal so schwungvoll angelegt und dann habe ich schon die Blätter begonnen mit Perlengrün und Pens grau-bläulich, und im Hintergrund habe ich jetzt ein bisschen Zulinblau und auch dieses Maigrün noch verwendet. Ich male hier sehr schwungvoll, schnell, nass in nass. Das ist einmal der erste Teil. Ich arbeite dann mit diesem Schwertpinsel, der sich für Blätter wahnsinnig gut eignet, ist von Da Vinci. Male ich jetzt ein bisschen die Konturen der Blätter, damit sie besser herauskommen. Und im Folgenden werde ich einfach alles noch verfeinern, die Blätter detaillierter herausholen und auch noch das Innenleben der Blüten besser gestalten. Aber für die erste Grundierung ist es schon mal ganz gut. Ihr könnt mir jetzt gerne noch weiter zusehen.
Ich habe jetzt nicht alles mitgefilmt, aber hier seht ihr jetzt das Endergebnis nach diesen detaillierten Ausarbeitungen. Und jetzt ist das Papier schon etwas angetrocknet. Jetzt kommen noch wirklich Details und der Feinschliff bei den Blüten. Hier habe ich zum Beispiel Neapelgelb genommen, weil ich dann noch etwas aufhellen wollte bei dieser Blüte. Das Neapelgelb eignet sich immer gut, um etwas aufzuhellen. Es ist nicht so hart wie Deckweiß, aber man kann Stellen damit gut in Szene setzen. Hier verwende ich auch ein bisschen für den Hintergrund noch Neapelgelb, dass das Blatt ordentlich dann herausstrahlt. Ja, sonst gibt es nicht viel zu sagen, ihr könnt mir noch gerne zusehen. Ich arbeite dann mit einem dünneren Detailpinsel noch Details aus und ergänze noch etwas mit der roten Farbe. Da alles schon relativ gut trocken ist, kann ich jetzt ganz zart drüber lasieren, ohne dass ich den Untergrund verwasche und noch Akzente setzen. Es ist fast doch ein bisschen zu viel Weiß geblieben, obwohl ich das Weiß immer liebe im Aquarell. Aber hier bei den Blüten ist es mir fast ein bisschen zu viel. Nun lege ich noch mit etwas Cadmiumgelb über die schon trockene Farbe eine leichte Lasur, gerade dort, wo es zu viel weiß ist. Dann beginnt das Bild besser zu leuchten.